Ihr wollt also euren VM-Avatar in Unity importieren, um diverse Anpassungen daran vorzunehmen oder einfach nur um externe Assets einzufügen, wisst aber nicht, wie das geht? Kein Problem. Geht einfach auf unity.com/downloads und klickt auf den jeweiligen Download-Button für euer System. In meinem Fall ist das Windows. Dies ladet das Programm Unity Hub herunter, mit dem ihr dann das eigentliche Unity installieren könnt. Unity Hub ist einfach ein Launcher, mit dem ihr die einzelnen Unity-Versionen herunterladen und verwalten könnt. Stellt es euch einfach wie Steam vor, nur dass ihr hier keine Spiele herunterladen könnt, sondern nur unterschiedliche Unity-Versionen. Es sollte nun eine Meldung kommen, die euch den Download einer Unity-Version anbietet. Klickt hier erst einmal auf Skip Installation, weil das Unity-Paket, welches wir für den VM-Import brauchen, eventuell eine andere Version voraussetzt. Lasst das Fenster offen und geht auf die UniVM GitHub-Seite, welche ebenfalls in der Beschreibung verlinkt ist. Folgt nach unten und klickt auf den Download-Link und wählt auf der nächsten Seite die aktuellste Version aus. In meinem Fall ist das Version 0.101.0. Hier seht ihr auch, welche Unity-Version ihr benötigt. In meinem Fall ist das Unity 2020.3.LTS oder aktueller. Gehen wir nun zurück in den Unity Hub und dann links auf Installs. Jetzt seht ihr zwei Sachen. Zum einen, wir haben keine Version von Unity installiert und zum anderen, wir haben noch keine Lizenz dafür. Das ist aber alles kein Problem für uns, da eine Unity-Lizenz für euch kostenlos ist, außer natürlich ihr seid ein Unternehmen, welches im letzten Jahr mehr als $100.000 Umsatz gemacht hat. Klickt also einfach auf Manage Licenses und dann hier auf Sign In und soll sich ein neues Browserfenster öffnen, welches euch nach eurer Unity-ID fragt. Wenn ihr noch keine habt, erstellt einfach eine, keine Sorge. Dies ist kostenlos und selbsterklärend. Meldet euch dann anschließend an und ihr könnt nun im Unity Hub auf den Add License Knopf drücken. Klickt anschließend für eine Gratis-Lizenz auf Get a Free Personal License, akzeptiert die AGB und dass ihr aktuell nicht mehr wie die erwähnten $100.000 Umsatz macht. Und hier ist schon eure persönliche Lizenz. Schließt das Lizenzfenster wieder und nun könnt ihr im Hub unter Installs auf Install Editor klicken und dann die Version auswählen, die euch die UniVM GitHub-Seite gesagt hat. Am sichersten fährt ihr, wenn ihr die Version, die als Mindestversion angegeben wurde, wählt, da hier am wahrscheinlichsten alle Fehler ausgemerzt wurden. In meinem Fall war das Version 2020.3.LTS. Im nächsten Fenster könnt ihr eigentlich auch alles abwählen, da wir hiervon nichts benötigen. Das sind im Grunde nur Sachen, die für Programmierer interessant sind und mit einem Klick auf Install beginnt der Download und die Installation. Je nachdem, was ihr für eine Download-Geschwindigkeit habt, kann es auch etwas dauern. Wenn alles fertig ist, klickt dann unter Project auf New Project und geht dann auf den Reiter Core. Wählt hier 3D aus und vergibt dem Ganzen einen Namen und ändert, falls ihr wollt, den Speicherort vom Projekt. Ein Projekt bei Unity ist eine Ansammlung von allen Assets, die ihr habt. In unserem Fall ist das hauptsächlich der Avatar und die ganzen Texturen. Klickt dann, wenn ihr alles gemacht habt, auf Create Project und Unity startet. Keine Panik, das dauert in der Regel etwas länger, als ihr es von anderen Programmen vermutlich gewöhnt seid, aber wenn alles fertig ist, sollte es in etwa so aussehen. Und zwar hier, zentral und ganz groß, ein 3D-Raum, in dem wir unseren Avatar hineinladen werden. Das ist die Szene. Hier werden wir die Änderungen, welche wir am Avatar vornehmen, sehen. Links daneben ist die Hierarchie, wo alles in Listenform angezeigt wird, was in der Szene vorhanden ist. Da wir aktuell nichts drinnen haben, ist das nur die standardmäßige Kamera und das Standardlicht. Auf der rechten Seite sehen wir den Inspektor. Mit diesem können wir Einstellungen ändern, um zum Beispiel Texturen auszutauschen oder unsere Emotionen zu modifizieren. Abonniert, wenn ihr eine Meldung bekommen wollt, wenn ich ein entsprechendes Video hochlade. Hier unten sehen wir eine Ordneransicht mit allen Elementen, die im Unity-Projekt importiert sind. Klickt nun bei Drag and Drop UniVM in den unteren Bereich, sprich in das Projektfeld. Das Programm ladet anschließend kurz und es erscheint ein neues Fenster mit allen Sachen, die das UniVM-Paket umfasst. Importiert einfach alles, indem ihr alles angehakt lässt und dann auf Import klickt und das Programm ladet wieder etwas. Nach einiger Zeit warnt euch Unity auch, dass der Farbraum auf Gamma eingestellt ist und empfiehlt euch den linearen Farbraum zu verwenden. Klickt also einfach auf Use Recommended Linear, lasst das Programm wieder rechnen und schließt anschließend das Fenster, sobald es sagt Thank you, you can close this window. Keine Panik, es macht keinen Unterschied, was ihr wählt und um genau zu sein, es lässt auch gar nicht das Fenster schließen und dass ihr den Farbraum ändert. Aber es würde auch nur machen, dass die Farbe etwas anders aussieht als im Face Tracker. Wenn ihr sicher gehen wollt, dass linear eingestellt ist, klickt auf Edit, Project Settings und dann Player. Scrollt anschließend runter, bis ihr Other Settings seht und dann seht ihr gleich als erstes Rendering Color und Linear. Schließen wir das Einstellungsfenster wieder, dann sehen wir, dass wir in der Projektleiste neue Ordnungen zu bekommen haben und auch die Taskleiste hat sich leicht verändert. Hier sind nämlich die Reiter UniGLTF und VM0 hinzugekommen. Wichtig von all dem ist eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nichts. Es zeigt euch aber, dass ihr die Funktion erhalten habt, VM-Dateien in Unity zu importieren. Ihr macht das ganz einfach, indem ihr euren Avatar, ähnlich wie schon bei UniVM, per Drag and Drop in das Projektfeld zieht.
Nach einer kurzen Ladephase erscheint dann der Avatar zusammen mit vielen neuen Ordnern, welche die einzelnen Bestandteile von eurem Avatar enthalten, wie die Texturen, die Emotionen, der eigentliche Körper und so weiter. Zieht als nächstes ein Avatar vom Projektfeld in die Hierarchie hinein, damit er in der Szene erscheint. Und tada, ihr habt euren Avatar erfolgreich in Unity importiert. Wenn ihr jetzt wissen wollt, was ihr mit eurem Avatar alles anstellen könnt, empfehle ich euch dieses Video, welches auf diesen Stand hier direkt aufbaut und euch zeigt, wie man einen Avatar mit externen Assets modifiziert. Ansonsten besucht auch meinen Kanal, wo ich in Zukunft noch viele weitere Tutorials veröffentliche. Und wenn nicht, sieht man sich hoffentlich bald wieder. Meine Landratten.